Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute möchte ich dir die Firma Fujimi etwas näher vorstellen. Woher kommt sie, was hat sie in der Vergangenheit so gemacht und wie steht es heute um diesen Hersteller. Also, bis gleich! Wie schon in der Vergangenheit, da kommt auch heute wieder der Klugscheißer-Modus zum Einsatz. Dann aktivieren wir doch den schnell. Tja, und dann kann es auch schon wieder losgehen. Die Firma Fujimi ist ja eine alteingesessene Modellbaufirma aus Japan und gegründet worden ist sie 1948 von, jetzt muss ich schnell ablesen, Shigekatsu Saito und Aishi Imai als Fujimi Mokai Kiyosaisha. Ich hoffe, das stimmt so. Und diese beiden Herren, die haben bis 1961 ausschließlich mit Schiffsmodellen aus Holz gehandelt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, auch Tamiya hat zu ihren Anfängen ausschließlich mit Holzmodellen gehandelt. Also haben wir da schon sehr interessante Parallelen. Ab dem Jahr 1961 hingegen hat man dann die Produktion auf Plastikmodellbausätze, so wie wir sie heute kennen, verlagert. Und gleichzeitig hat man auch den Namen der Firma geändert in Fujimi Mokai Corporation und Limited. Zuerst setzte man auf die Produktion von militärischen Bausätzen, und zwar in Flugzeuge in 1:70 und 1:50, Panzer in 1:44 und Kriegsschiffe in 1:550. Diejenigen unter euch, die jetzt schon einige Jahre Modellbau betreiben, die kommen diese Maßstäbe wahrscheinlich ziemlich komisch vor. Ist mir also gegangen, wie ich da recherchiert habe, und ich habe da keine Antwort drauf finden können, warum das damals so war. Vielleicht weiß der ein oder andere da besser Bescheid. Da würde ich mich sehr freuen drüber, wenn man das da noch in die Kommentare reinschreiben könnte. Erst ab den 70er Jahren hat man dann die Produktion auf die heute bekannten Maßstäbe umgestellt, also bei den Flugzeugen dann in 1:72 und 1:48, und auch bei den Schiffen ist man von dieser 1:550 weg und ist man dann zu 1:700 übergegangen, und das in der sogenannten Waterline-Serie. Ebenfalls in den 70er Jahren hat man dann angefangen, auch Autos in den Maßstäben 1:20 und 1:24 zu bauen. Und dann natürlich hauptsächlich aus dem zivilen Sektor und aus dem Rennsport. Und Ende der 80er Jahre, da hat dann Fujimi sein Repertoire ein bisschen vergrößert. Man hat nämlich der Firma Niho die 1:76er Militärbaureihe abgekauft. Wer sich jetzt fragt, wo ist diese Waterline-Serie hin verschwunden, die ist 1992 ist die dann eigentlich komplett verschwunden vom Markt, beziehungsweise ist alles neu organisiert worden, und die kommen heutzutage unter dem Namen Seaway Models auf den Markt, aber der Hersteller ist dann nach wie vor Fujimi. Ja, und wie steht es heute um den Modellbauhersteller? Fujimi ist ja neben Tamiya, Hasegawa und Aoshima wohl einer der bekanntesten japanischen Hersteller überhaupt. Das hat einerseits damit zu tun, dass sie ein altes Traditionsunternehmen sind, aber auch, wie wir ja jetzt bereits gehört haben, eine sehr umfangreiche Produktpalette aufweisen können. Sei es Militärsachen zu Land und zu Wasser, aber auch im zivilen Bereich. Und was macht sie heute noch so? Natürlich bringen sie heute auch sehr viel, also ja, regelmäßig Bausätze auf den Markt, einige pro Jahr, und die weisen nicht nur eigentlich eine relativ gute Qualität auf, sondern auch eine gewisse Originalität. Dazu später aber mehr. Weil jetzt möchte ich mit euch die Vor- und Nachteile der Firma ein bisschen genauer anschauen. Ja, und fangen wir doch mal mit den Vorteilen von Fujimi an. Vorhin habe ich ja schon einen Punkt ein bisschen angeschnitten, und zwar die Originalität. Was hat es damit auf sich? Fujimi bringt ja eigentlich
ein sehr starkes asiatisches Sortiment auf dem Markt. Sprich, sie orientieren sich da an vielen zivile Sachen, die im asiatischen Raum herumdüsen. Da findet man zum Beispiel japanische oder chinesische Taxis oder auch Foodtrucks. Für Fans von diesen zivilen Fahrzeugen oder für solche Sachen ist es natürlich gefundenes Fressen und die können da beruhigt zugreifen. Ebenfalls eine sehr interessante Sache ist, dass Fujimi die Felgen, die sie für ihre normalen Bausätze produzieren, auch separat auf den Markt bringen. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber wenn man schon mal ein Auto von Fujimi gebaut hat, egal jetzt ob Zivil oder Rennsport, dann ist einem das sicher schon mal aufgefallen. Ich persönlich habe da schon mal 3 Formel 1 Autos bauen dürfen von dem Hersteller und die Felgenqualität, die war im Gegensatz zum Rest vom Bausatz, die hat mich da sehr positiv überrascht. Ja, und wo es Vorteile gibt, da gibt es natürlich auch Nachteile. Und speziell bei Fujimi fällt auf, dass gerade die älteren Bausätze doch eine sehr übersichtliche Qualität haben, sage ich mal. Haben andere Hersteller früher schon den Ansporn gehabt oder das Ziel vor Augen gehabt, sehr detailgetreu zu sein. Da ist es bei Fujimi ein bisschen untergegangen. Speziell bei den Formelfahrzeugen fällt es auf, die was Fujimi und Tamiya praktisch gleichzeitig auf den Markt gebracht haben, dass die von Tamiya da doch um einiges besser sind. Bei den Formelfahrzeugen muss ich aber dazu sagen, dass Fujimi da ein viel größeres Sortiment hat als Tamiya. Speziell was Ferrari angeht, da kann man sich bei Fujimi richtig austoben. Die Qualität ist zwar mittlerweile sehr gut geworden, da kann man nichts mehr sagen, aber eine Besonderheit, die bei Fujimi auffällt oder nervt, je nachdem wie man es sieht, ist das, dass sie eine sehr komische Aufteilung haben der Bauteile. Schaffen es andere Hersteller da 1 oder 2 Teile zu produzieren, da sind es bei Fujimi meistens 4 oder 5. Man hat dann zum Beispiel mehrteilige Karosserien, die man dann zusammenkleben und verspachteln muss. Aber wer diese Arbeit nicht scheut, der wird da wirklich mit guten Bausätzen, die auch sehr originell sind, belohnt. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei diesem Punkt mit den Exoten. Ein Punkt, der heute zwar nicht mehr so schwer ins Gewicht fällt, wir leben ja im Internetzeitalter, aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass die Händler hierzulande, also im europäischen Bereich, nur ein sehr eingeschränktes Sortiment dieser Firma zur Verfügung oder an Lager haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass, wie schon gesagt, Fujimi sehr viel aus dem asiatischen Bereich produziert und wenn die Nachfrage da in Europa nach einem japanischen Taxi nicht so groß ist, dann macht es natürlich für einen Händler keinen Sinn, das an Lager zu nehmen. Aber eben, Internet sei Dank, kann man sich diese Bausätze natürlich in Japan oder sonst wo bestellen. Tja, und das wäre es auch schon für heute. Bestimmt habe ich irgendwas vergessen. Bei so einem umfangreichen Thema wie Modellbauhersteller, da kann auch mal was untergehen oder man kann gar nicht alles aufzählen, das wird sonst den Rahmen des Videos sprengen. Also wenn euch noch was einfällt zu Fujimi, dann in die Kommentare damit, da bin ich schon echt gespannt, was da noch alles zusammenkommt. Und so würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!